In Schweden gibt es diese wundervolle Redewendung "ta det lugnt", was so viel bedeutet wie "nimm es gelassen, schalte einmal einen Gang zurück". Die Schweden lieben auch ihre Fika. Das ist mehr als nur eine Kaffeepause, das ist, ich nenne es mal, ein Ritual, ein Moment, in dem man innehalten kann, in dem man sich ganz auf sich selbst besinnen und entspannen kann. Das passiert meistens mit einer Tasse Kaffee oder auch Tee, und ich habe mir heute diese heiße Schokolade gemacht. Und wenn du dich gerade in diesem ganzen Adventstrubel ebenfalls nach einer kleinen Pause sehnst, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, etwas langsamer zu werden. Du kannst jetzt gerne mal das Video anhalten, dir ein warmes Getränk zubereiten und dann herzlich willkommen zu meiner kleinen Fika, und wir schauen gemeinsam, was in der letzten Woche hier so alles los war. Gerade jetzt tut es uns auch einfach mal so gut, sinnlose Dinge zu machen. Markus ist da ja ein wahrer Meister drin, der hat das Kind in sich nie so richtig verloren, und ja, deswegen baut er jetzt gerade draußen dieses Iglu, und ich möchte währenddessen Weihnachtsplätzchen backen, um auch einfach mal wieder mir selbst was Gutes zu tun, denn Backen ist für mich einfach eine Beziehung zu mir selbst. Damit weiß ich, dass ich mir und meinem Körper was Gutes tun kann. Ich weiß, welche Zutaten ich verwende, und das ist einfach sehr wertvoll für mich. Mein allererster Versuch mit so einer selbstgebauten Spritztüte Plätzchen zu backen ist leider jetzt nicht so gut ausgegangen. Ja, das sieht alles etwas komisch aus. Ich glaube, ich gehe wieder dazu über, das mit einem Löffel zu formen. Ja, so sieht's dann aus, wenn Dinge schiefgehen oder anders ausgehen als erwartet. Ich habe versucht, das ganze Debakel hier zu retten. Ja, ich lasse das jetzt noch ein bisschen auskühlen. Dann sollten sie eigentlich noch fester werden, und dann kann ich sie hoffentlich mit Sanddornmarmelade bestreichen und mit Schokokuss verzieren. Das ist sie eben, die Realität.
Ich lerne gerade im Rahmen der Therapie sehr, sehr viel darüber, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenüber Selbstliebe empfinden. Es hat so eine enorme Auswirkung auf unsere Psyche, wenn wir liebevoll mit uns selbst und auch mit anderen reden. Nicht alle meine Videos sind perfekt, das ist mir auch bewusst. Manchmal strebe ich natürlich auch nach Perfektion und möchte es besser haben. Manchmal versuche ich mich aber auch einfach daran zu erinnern, dass es auch mal gut so ist, wie es ist. Und dass man nicht ständig alles kritisieren muss oder alles durchdenken muss. Emily, da möchte gerade wieder jemand Aufmerksamkeit. Hm? Eine kleine süße Maus. Eine kleine süße Maus. Hm? Du lebst einfach nur im Hier und Jetzt im Moment. Guckst, wie du überleben kannst, wie du Streicheleinheiten bekommst, wie du Futter kriegst. Hm. Und ja, auch meine Kekse hier, meine Weihnachtskekse, die sind alles andere als perfekt geworden. Und das war eigentlich eine ganz gute Selbstliebeübung für mich, dass ich hier einfach mal, ja, das angenommen habe, wie es ist. Und du kleine Maus. Willkommen im schwedischen Winter. Oh, mein Essen kocht gerade über. Mein ganzes Leben ist alles andere als perfekt. Ich habe so viele Baustellen in allen Lebensbereichen. Manche davon, die trage ich einfach schon jahrelang mit mir rum. Und bei manchen habe ich mittlerweile auch irgendwie die Hoffnung verloren, dass ich sie jemals beheben kann. Und ja, das muss ich natürlich auch akzeptieren, so wie es ist. So ist es hier eben gerade und weil es so ist, versuche ich eben noch mehr mich darauf zu konzentrieren, was ich selber für mich tun kann und wie ich es mir selbst drin schön und gemütlich machen kann, damit ich in eine weihnachtliche Stimmung komme. So, ein bisschen Zeug packen für ja, das, was ihr dann gleich zu sehen bekommt. Eine etwas schöne Szenerie, die ich da gestalten will. Ausnahmsweise machen wir nämlich mal nichts für meine Videos. Aber dazu später mehr. Ich denke, wir sind gut ausgestattet für unseren Trip in den Wald. Ja. Mal sehen, wie lange wir überleben werden. Genau. Wir machen es uns jetzt hier schön gemütlich und wenn ihr das Ergebnis dieser kleinen Aktion sehen wollt, dann schaut doch gerne mal auf dem neuen YouTube-Account von Markus vorbei. Der heißt Silent Forest Walking. Ich verlinke das Ganze auch nochmal. Und ja, soweit so gut.
So, du hattest gerade deinen ersten aufregenden Moment in Schweden Ja, mit der Polizei. mit der Polizei. Wir wurden angehalten. Ja. So wie aber eigentlich alle Autofahrer, die hier die Straße lang fahren. Also wirklich jeder wurde rausgezogen und dann Ja. gab es eine Alkoholkontrolle. Ja, aber da ich ja eigentlich normalerweise keinen Alkohol trinke, außer gestern mit unseren Nachbarn haben wir Genau. Wein, aber das war ja schon nur ein Glas Wein. Ja, das war nur ein Schluck. Aber normal trinke ich ja sowas nicht. Ja. Wir sind sehr vorbildlich. Ja. Das war ein bisschen seltsam, das Gespräch, denn der Polizist wusste nicht so richtig, was er sagen sollte und hat ihn noch gefragt, was er denn hier eigentlich in Schweden macht und was der ganze Sinn des Ganzen ist. Aber wir haben es überstanden und es ist nichts Negatives passiert. Das war ganz schön. Ja, alles gut. Jetzt dürfen wir uns wieder frei bewegen, hat er gesagt. Hey, wir sind ja auch freie Leute. Und jetzt gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Wir haben wieder Sandron-Produkte gefunden. Mal wieder. Aber da kann man auch nicht genug von kriegen. Da kann man nicht widerstehen. Die sind super lecker und super gesund jetzt im Ja. Winter. Gibt es ja überall an Weihnachtsmärkten immer einen Stand mit Genau. Sandro. Hier ist immer Facetrack drin, der ist immer auf mich gerichtet. Deswegen bist du immer außerhalb des Ja. Bildes. Ja, So, du bist jetzt ja, geht's. Du bist ja auch wichtiger. Ich bin das Gesicht dieses Kanals. Richtig. Ich bin das Anhängsel. Du bist der Assistent. Möchtest du zeigen, was in der Tüte drin ist? Das kann ich gerne tun. Da haben wir einmal einen Shot. Einen Shot. Sandron-Shot. Ja. Der ist super lecker. Morgens zum Frühstück ideal. Ja, genau. Der Ernährungsberater kommt hier zu Wort. Ja, mit guten Inhaltsstoffen, die einen fit machen für den Tag. Ja. Oh, du warst gerade aus dem Bild. Mit sehr guten Inhaltsstoffen, die einen Perfekt. fit machen für den Tag. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Und Markus ist schon mal vorgegangen zu unserem Nachbarn und ich gehe jetzt hinterher. Ich musste erst unser Kätzchen wieder einfangen. Die ist nämlich immer ganz energisch, wenn die Haustür aufgeht und will dann mit uns raus zum Spielen. Aber jetzt haben wir wieder eine kleine Aktion vor. Und wer mir schon länger folgt, der erinnert sich vielleicht daran, dass ich mit meinem Nachbarn im letzten Februar war das. Da haben wir schon mal versucht, ein Eisloch unten in den See zu bohren. Das Eis war damals aber viel zu dick, weil wir viel zu spät damit angefangen haben. Und dieses Jahr wollen wir das einfach mal früher anfangen. Und zwar jetzt, wo die Eisdecke noch nicht so dick ist. Und dann müssen wir das eben regelmäßig offen halten. Und dann können wir nämlich nach dem Saunabesuch schön Eisbaden. Und das machen wir jetzt. So, hier sehen wir Markus bei einer neuen Aufgabe auf dem Weg zur schwedischen Integration. Ja, dazu zählt ein Eisloch bohren, Eisfischen, Eisbaden, vieles mit Eis. Genau. Jetzt bohren wir ein Eisloch. Das ist meine Aufgabe von Skatteverket zur Integration Genau. für einen als schwedischer Mitbürger, also diese Aufgaben erledigen. Ganz genau. Gutes Workout. Ja. Ja, ist tiefer als gedacht Ja. bei den Temperaturen, so um die 0 Grad. Ja. Die letzte Woche vor allem waren es immer nur Plusgrade. Tagsüber. Ja. So. Ja. Richtig tief, okay. Und hier mal. Loch Nummer 2.
war nicht so einfach. Ja. Ich habe gerade mal so ein Stück geschafft. Ja, immerhin. Ach Gott. Bist du schon aus der Puste. Ja. Es ist anstrengender, als es aussieht. Ja, sag ich ja. Statement. Ah, geschafft. Also, ich bin geschafft. Aber das weiß noch nicht ganz. Hey, Das hat sich bewegt. es bewegt sich die Platte, ja. Dann ist sie drauf. Mach nochmal. Ja, ja. Hui. Ja, cool. Gut, hätte ich jetzt Stiefel, dann bin ich mal hier drauf. Okay. Ich hätte es auf Kamera gehabt, wenn du weg gewesen wärst. Das kann man gar nicht weiter runterschieben. Ja, total. Auf dem Boden, ja. Genau. Auf dem Boden liegt. Ja, hier ist der Boden. Weg mit dem Ding. Hui. Ja, okay. Das ging ja doch einfacher als gedacht. Ja, das ist noch viel. Cool. Das ist unser erstes Eisloch. Es hat funktioniert. So, und beim nächsten Mal gibt es dann die nächste Schwedenprüfung, nämlich nach der Sauna ins Eisloch springen. Meinst du traust dir das zu? Nein. Aber ich werde mal versuchen. Ich werde hingehen und reingucken. Das ist schon mal, der Wille ist da. Ja, Vielleicht wird man auch mal ein C reinhalten. vielleicht ein C. Genau. Vielleicht auch zwei. Dafür hat sich doch die Arbeit gelohnt. Ja. Mal Schönes gemacht zu haben. Genau. Ja. Mal sehen, wann der nächste Schritt kommt. Jetzt geht es erstmal heim zum Aufwärmen. Und dann machen wir vielleicht noch ein kleines Feuerchen. Ja, ein bisschen Wärme in der Kälte ist besser als noch mehr Kälte. Das macht Sinn. Die Worte zum Sonntag. Ja, Am Samstag. am Samstag. Wir haben heute Nachmittag schon mal versucht, im Garten ein kleines Weihnachtsfeuer zu machen und die ganze Szenerie aufzunehmen für den Kanal von Markus. Ja. Als ASMR-Video. Allerdings wurden wir dann ein bisschen gestört, da war ein Schneeschieber unterwegs und ja, der Nachbar hat auch noch Schnee geschoben mit seinem Quad und das war dann alles doch nicht so die entspannteste Atmosphäre. Deswegen haben wir jetzt ein paar Stunden gewartet und versuchen das jetzt am Abend nochmal. Ich habe ja zum Glück auch noch einige von diesen großen Fackellichtern nachbestellt, damit wir alles schön dekorieren können. Und jetzt haben wir uns noch einen Glöck zubereitet. Und damit setzen wir uns jetzt raus und machen die zweite Version. Ja, wo bin ich? Kamera bleibt bei mir.
Ich weiß, dass viele von euch, die mir hier zuschauen, eine sehr sensible Seele haben und höchstwahrscheinlich auch eine sehr sensible Wahrnehmungsfähigkeit. Und gerade jetzt in der Adventszeit, da gibt es ja so unglaublich viele Situationen, die einfach sehr viel Raum einnehmen, die laut sind, die uns überfordern, die uns mit sehr vielen äußeren Reizen einfach überfluten. Und da ist es oft schwer, sich auf sich selbst zu besinnen. Ich habe ja das große Glück, dass ich mir hier in Schweden mein kleines abgeschirmtes Paradies aufbauen konnte oder auch immer noch weiter aufbaue. Das ist mein Rückzugsort von der lauten Welt, in der ich einfach total abschalten kann und einfach alles vergessen kann, was dort draußen für belastende Situationen lauern. Und ja, meine Auswanderung, die habe ich ja schon immer als innere Reise angesehen. Das ist ja viel mehr für mich als ein bloßer Ortswechsel. Und deswegen gab es auch in den letzten Videos immer wieder diese Fragen, die ich euch gestellt habe, um ein bisschen was, ja, einfach raus in die Welt zu geben zum Nachdenken. Und ja, wenn ihr diese Videos kennt, dann wisst ihr natürlich auch, was jetzt folgt. Ich habe hier hinten wieder mein Glas stehen, denn es steht ja natürlich auch wieder eine Verlosung an von dem kleinen Kunstwerk, was ich im letzten Video präsentiert habe. Und den Gewinner, den werde ich jetzt natürlich wieder ziehen. Die Kamera hat schon wieder Probleme damit zu fokussieren, aber ich denke, jetzt kann man es lesen. Ja, auch heute habe ich natürlich wieder etwas zu verlosen. Das letzte Mal in dieser kleinen Adventsserie. Es geht um dieses wunderschöne Bild hier. Das habe ich ja dieses Mal passend zum Thema mit Kakaopulver verfeinert. Ich hoffe, denjenigen, den das erreichen wird, wird das Ganze daran erinnern, ja, einfach immer mal zu sich selbst zu kommen und innezuhalten. Und ja, wenn du Lust hast, dieses kleine Kunstwerk zu gewinnen, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage für diese Adventsserie. Das ist eine Frage, ja, die ist vielleicht zum Mitnehmen gedacht. Da darfst du gerne ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich möchte gerne von dir wissen, was darf in deinem Leben aktuell leiser werden oder auch ganz wegfallen, damit du dich für das neue Jahr öffnen kannst. Ich bin wie immer sehr gespannt über all eure Geschichten und Kommentare, die ihr mit mir teilen wollt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für all die wunderbaren Kommentare unter meinem letzten Video. Es ist wirklich immer wieder so schön zu lesen, was ihr zu teilen habt, und es gibt mir die Möglichkeit, in Verbindung mit euch zu kommen. Das macht diese ganze Videogeschichte hier sehr viel realer für mich und das freut mich immer sehr. Ja, die letzte Verlosung, die wird es am 24. Dezember geben. Bis dahin hast du also Zeit, mir einen Kommentar zu hinterlassen. Und das ist ja jetzt das letzte Video für dieses Jahr. Das heißt, ich werde dann noch einen Community-Post posten mit dem Gewinner. Und ich wünsche euch jetzt schon mal wundervolle Weihnachten, einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr. Passt gut auf euch auf und auf eure Liebsten. Tut euch was Gutes. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder mit neuen Herausforderungen hier in meinem Schwedenleben. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss. Wie ich sehe, hast du schöne Kugeln gebaut. Ja, ich bin ja bei einer wichtigen Tätigkeit beschäftigt. Ja. Einen schönen Schneemann zu zaubern. Und ja. Wie läuft das so? Es läuft.
Langsam, aber sicher. Lässt sich der Schnee gut formen? Es geht, ja. Es könnte besser sein, aber es funktioniert. Es ist noch im guten Bereich. Es ist nicht zu kalt, es ist auch nicht zu feucht. Ich sehe, du bist der Schneemann-Experte. Richtig.